Wir schauen heute auf Afrika, ein vielversprechender Kontinent. Wir blicken auf die Marktentwicklung dort, auf die Wohlstandsentwicklung. Wie entwickelt sich der Tourismus? Was hat es mit dem Thema seltene Erden auf sich? Welche Länder investieren total viel Geld in Afrika und warum? Was ist ihre Motivation? Und letztendlich schauen wir uns vor allem natürlich auch an, welche Aktien gibt es, welche Aktien profitieren von den Trends, die gerade in Afrika vorherrschen oder am Markt geschehen. Das in diesem Video. Viel Spaß dabei und bis gleich. So wie immer müssen wir natürlich mit einer Grafik starten. Wie könnte es anders sein? Wir schauen auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Afrika. Hier sehen wir ganz gut, dass vor allem in den Nullerjahren, so bis 2013, 14, ein enormes Wachstum vorgeherrscht hat, was dann ziemlich lange stagniert hat, bis 2025 eigentlich auch wieder gesunken ist und jetzt für die nächsten Jahre wird mit 6% pro Jahr oder noch größer endlich wieder ein Wachstum prognostiziert. Die Länder, die übrigens am meisten wachsen sollen im Bruttoinlandsprodukt, sind Ruanda, Äthiopien, Elfenbeinküste und Tansania mit Wachstumsraten von teils deutlich über 6%. Natürlich sind das jetzt nicht die am weitesten entwickelsten Regionen in Afrika, aber man sieht, okay, jetzt kommt ein bisschen Zug wieder rein, jetzt geht es hier wieder weiter. Wir müssen aber zunächst einmal über die Interessen der anderen Nationen sprechen, die es so gibt. Und dazu schauen wir uns mal den World Investment Report an. Ihr seht hier schon, die ausländischen Investitionen haben einen Rekordhoch in Afrika erreicht. Und ich habe eine Seite gefunden, die ist auch wie gesagt unten verlinkt. Da kann man sich über jedes Land der Welt hier die ausländischen Investitionen angucken. Und ich habe hier mal Afrika angeklickt. So, das ist erstmal die Entwicklung von Afrika seit 1990. Und ihr seht, in 2024 hat es ein enormes Wachstum gegeben. 75% Wachstum im Vergleich zu 2023. Zunächst einmal schauen wir aber, wo das Geld in Afrika denn genau angekommen ist. Denn wenn man sich mal alles außer Nordafrika anguckt, dann sieht man, eigentlich war insbesondere 2021, waren fast alle ausländischen Investitionen nicht in Nordafrika. Die haben also überwiegend in anderen Regionen stattgefunden. Und wenn wir uns das aber mal anschauen, dann sehen wir hier hat es einen enormen Boom gegeben. Mehr als die Hälfte der Auslandsinvestitionen geht mittlerweile oder geht im Jahr 2024 nach Nordafrika und dem werden wir uns mal widmen. Man sieht nämlich ganz konkret, ist der Großteil, wenn ich jetzt Nordafrika wieder ausblende und Ägypten einblende, sieht man, das ist fast die gleiche Kurve, also fast das gesamte Geld oder mehr als die Hälfte der Auslandsinvestitionen floss in 2024 nach Ägypten. By the way, während ich jetzt mal alles wieder hier wegklicke, ich mag ja solche Grafiken, wenn man sich mal China anguckt als Vergleich dazu, wählen wir mal aus, da sieht man, da gehen die Investitionen seit 2022 kräftig zurück, aber fairerweise muss man auch sagen, es gibt mehr Auslandsinvestitionen weltweit in China als in Gesamtafrika. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. So, aber wir haben eben schon herausgefunden, dass ein Großteil des Geldes nach Ägypten fließt und da schauen wir uns mal an, wofür dann. Muss man ehrlich gesagt sagen, das meiste Geld kommt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus den Golfstaaten und die alleine haben 35 Milliarden US-Dollar investiert in das Stadtentwicklungsprojekt Ras El Hekma, bestimmt falsch ausgesprochen, und in andere ähnliche Großprojekte in den Bau einer neuen Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo und in ein neues Hochgeschwindigkeitsnetz für die Eisenbahn, also in Infrastruktur. Und was machen sie da eigentlich mit dieser neuen Stadt? Naja, sie wollen vor allem massive Bauprojekte am Mittelmeer fördern und damit auch den Tourismus an der Mittelmeerküste nochmal umgestalten. Also geht es hier um langfristige Infrastrukturprojekte. Und es stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, warum die Golfstaaten oder die Vereinigten Arabischen Emirate das tun. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Wir gucken uns erstmal mal ein paar andere Player an, die nicht nur in Ägypten, sondern allgemein investieren in Afrika. Eine Nation davon, das sind eben die Chinesen, die vor allem in die Belt and Road Projects investieren. Die Belt and Road Initiative ist ja eigentlich eine Initiative von China, wo sie in über 100 Länder, glaube ich, investieren und eine neue Seidenstraße kreieren wollen. Da kann man natürlich jetzt, wenn man es ganz vereinfacht sagt, sagen, durch die Investitionen machen sie die anderen Länder, in die sie investieren, natürlich ein Stück weit von sich abhängig. Das ist übrigens eine ganz gängige Taktik, die die Amerikaner seit Jahrzehnten zelebrieren. Da gibt es auch interessante Bücher zu, die werde ich mal an anderer Stelle hier vorstellen, aber nichtsdestotrotz, die Chinesen investieren auch in Afrika schon seit langem und ein Grund, warum sie dort investieren, den findet man in diesem Artikel auch. Es geht hier auch um seltene Erden. Also sie fördern eben nicht nur den Ausbau von Infrastruktur, sondern auch den Ausbau von erneuerbaren Energien, könnte man kritisch sagen, denn sie investieren eben in Kobalt- und Lithiumminen, zum Beispiel in Sambia, Namibia und Simbabwe. Und Spoiler, da sind sie nicht die einzigen mit, die dieses Interesse in Afrika verfolgen.
Grundsätzlich gibt es auch noch ein Land, was schon sehr lange auch in Afrika investiert, das sind die USA. Sie investieren alleine schon deshalb, weil sie über 7.000 Produkten aus Afrika den zollfreien Zugang zu den USA anbieten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das noch zu der Außenhandelspolitik von Trump passt. Denn, warum das überhaupt wichtig ist, zuletzt wurde dieses Agreement 2015 verlängert bis 2025 und ja, das ist jetzt eben, also könnte sein, dass das Ganze nicht verlängert wird. Muss man mal schauen, was die Amerikaner in der Hinsicht anstellen, könnte ein kleiner Schlag sein. Nichtsdestotrotz, die größten oder die meisten Förderungen oder Auslandsinvestitionen kommen aus Europa oder kamen aus Europa bis 2024, wo jetzt eben die Golfstaaten, haben wir eben gesehen, mit dem Investment in Ägypten da so einen Anteil eingenommen haben. Aber grundsätzlich über Jahre hinweg hat die EU massiv investiert. Wir sehen es auch mal hier, 2023, 2024, verhältnismäßig wenig Geld floss in die europäische Nachbarschaft oder nach Lateinamerika oder eben in den Asien- und Pazifikraum. Das meiste floss tatsächlich nach Afrika. Und ja, wenn wir uns mal diese Größenordnung hier angucken, dann sehen, dass die EU zwischen 2021 und 2027 über 150 Milliarden Euro in Afrika investieren möchte oder investiert hat, zum Teil eben schon in der Global Gateway-Initiative. Neben solchen Projekten wie den Glasfaserausbau oder eben die digitale Konnektivität, da kann natürlich auch Mobilfunk mit gemeint sein und den Ausbau von Energien, vom Norden nach Süden und die Verbindung zwischen verschiedenen Ländern, geht es eben auch darum, verschiedene Handelsrouten zugänglich zu machen, zum Zugang für Raw Materials, also Rohstoffe, und da sind wahrscheinlich auch seltene Erden mit gemeint. Also da wird die EU auch ihr eigenes Interesse verfolgen. Deutschland selbst zusätzlich hat nochmal ca. 4 Milliarden Euro in Afrika investiert. Hier geht es vor allem darum, auch den Zugang für Unternehmen auch aus Deutschland in Afrika im Hinblick auf erneuerbare Energien zu verbessern. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt bei den Megaprojekten in Ägypten, ja, Deutschland hat hier selbst ein verhältnismäßig kleines Investment in Ägypten. Also hier sieht man, 2023 waren es 158 Milliarden US-Dollar, die in Ägypten investiert worden sind. Davon kamen 1,6 Milliarden aus Deutschland 2022. Das ist sehr, sehr, sehr wenig, kein großer Anteil, aber Deutschland investiert oder eben auch deutsche Unternehmen investieren, zum Beispiel die Firma Leoni aus der Automobilbranche produziert Kabelbäume und Stromkabel an 15 Standorten in Afrika. Siemens unterhält hier Kraftwerke und Windparks. Auch verschiedene andere Firmen wie Knauf, Henkel oder ThyssenKrupp haben hier eben Anlagen, die sie dann für Produkte, die sie weltweit vertreiben, auch nutzen. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass das Investment in afrikanische Infrastruktur einfach nur so dahingesagt ist, sondern es geht hier auch darum, dass deutsche Unternehmen dort wirtschaften können und produzieren können. Wir verfolgen also nicht nur irgendwie hehre Ziele und wollen hier den Ägyptern in dem Fall oder eben den Afrikanern aus ganz sozialer Hinsicht was Gutes, was ja auch nicht schlecht wäre, aber hier werden auch schon deutsche Interessen verfolgt durch die Investitionen, so wie das bei allen anderen Ländern auch der Fall ist. Denn neben Deutschland haben auch die Japaner investiert, also auch die Japaner investieren massiv in afrikanische Infrastruktur. Und warum tun die das? Naja, wen wundert das jetzt noch? Es geht um kritische Mineralien oder auch seltene Erden genannt. Und ja, ein Punkt eben für diese japanisch-afrikanische Kooperation ist es, dass sie ganz wichtig für digitale Technologien und Energiesysteme, also auch erneuerbare Energien, die seltenen Erden brauchen, oder auch hier Raw Materials, die es eben in Afrika gibt, auch in den gleichen Ländern, wo China aktiv ist, unter anderem, also zumindest Namibia ist gleich, Zambia ist gleich, in dem Fall ist auch noch der Kongo dabei. Die Regionen unterscheiden sich so ein bisschen, aber die Motivationen sind immer die gleichen. Warum haben denn jetzt speziell die Golfstaaten in den Norden investiert? Es geht hier um Landsicherheit, Handelsrouten, Ressourcenabbau, also auch seltene Erden. Und das ist auch noch ein Punkt, der Einfluss über die präferierten Versionen des Islams. Ich finde es ganz nett hier formuliert, also politische oder religiöse Motivation spielt hier auch eine Rolle. Und da will man sich eben aus den Golfstaaten heraus mit freundlich gesinnten Regierungen und politischen Akteuren verbinden und investiert deswegen vor allem auch eben in Ägypten eine ganze Menge. Ja, man merkt, dass an die Investitionen auch immer eine gewisse Erwartungshaltung gekoppelt ist. Wir wissen also jetzt, in Nordafrika investieren die ausländischen Nationen kräftig, aber auch in die anderen Teile, vor allem lange eben auch in den Süden. Und wo investieren denn jetzt die privaten Investoren, also die Private Equity Unternehmer und die Venture-Kapitalisten? Tatsächlich zu 55% in Nigeria,
Kenia, Südafrika und Ägypten, also alle Regionen einmal vertreten. Ein Drittel der Investitionen geht in Fintech-Unternehmen. Tatsächlich ist es mit dem steigenden Wohlstand oder dem Zugang zu Elektrizität, dem Internet und dann eben auch zu digitalen Medien, ist das eben auch das, worin die meisten Investoren investieren, wenn es um Afrika geht. Gefolgt von KI, das ist, glaube ich, global unisono, und Klimatechnologie, also grüne Energie vor allem. Wir sehen die erneuerbare Energieproduktion in Afrika. Ein sehr stark lineares Wachstum. Es gab mal so ein Hickhack im 2022, 2023. Wir merken uns also, erneuerbare Energien in Afrika sind ein Thema oder ein Bereich, in dem viel Wachstum vorliegt. Hier sehen wir ein anderes Thema, nämlich das Thema Tourismus. Die Passagierzahlen von 2021, ja, da hatten wir Corona, bis 2030, wo fast 160 Millionen Passagiere pro Jahr in Afrika am Luftverkehr teilnehmen werden. Das spricht stark für das, was Ägypten auch treibt, nämlich den Ausbau der Tourismusgebiete und ist ein Investmentfeld, was für Afrika möglicherweise interessant sein könnte. Der Zugang zu Elektrizität in Afrika ist auch ein ganz wichtiger Indikator, wie gut es der Bevölkerung geht. Man sieht, dass die städtische Bevölkerung hier mit einem Stromzugang von um die 90% eigentlich schon sehr gut versorgt ist. Nichtsdestotrotz sieht man, dass die Gesamtbevölkerung irgendwo zwischen 60 und 70% pendelt, bis 2030 bei 70% angekommen sein wird. Heißt also, die nicht in Städten leben, die haben oftmals nicht mal Zugang zu Elektrizität. Und das bedeutet eben auch, wenn wir jetzt den Schritt ein Stück weiter denken, wenn ich Zugang zu Elektrizität habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich dann irgendwann Zugang zu Internet bekomme oder schneller es bekomme. Wenn ich nicht mal Zugang zu Elektrizität habe, werde ich wahrscheinlich da auch wenig Zugang haben. Und das heißt, hier ist noch 20-30% der Bevölkerung in Afrika möglich, die noch, einen deutlichen Schritt im Wohlstand machen könnte und dann auch erst als Nachfrager auf solchen digitalen Märkten auftreten könnte. In dieser Grafik sieht man auch mal ein bisschen die Historie, wie China historisch investiert hat. Wir sehen, China hat vor allem bis 2024 in Kongo viel investiert, in Südafrika, in Guinea, hat aber grundsätzlich in viele verschiedene afrikanische Länder direkt investiert. Und jetzt schauen wir uns mal die Branche an und das ist wenig verwunderlich. Sie haben vor allem in das Thema Metalle, da geht es eben auch um seltene Erden investiert, aber auch in Energie also grüne Energie und dann auch einen Teil in Immobilien, Finanzen, Transportwesen, Landwirtschaft und so weiter. Es sticht aber schon ein bisschen hervor, dass das Thema Metalle mit knapp 50% so ziemlich genau die Hälfte ist. Scheint so ein bisschen so zu sein, okay, wir helfen euch, indem wir eure Infrastruktur verbessern mit Energie, Immobilien, Finanzen und so weiter. Und dafür kriegen wir genauso viel an Wert quasi, dürfen wir in den Abbau von Metallen und seltenen Erden investieren. Scheint ein bisschen zufällig zu sein, dass es gerade bei 50% ist. Und jetzt gehen wir mal rein ans Eingemachte. Welche Unternehmen gibt es denn so, die spannend sein könnten in Afrika? Wir haben ja unter anderem aus Südafrika Naspers, das ist ein Unterhaltungskonzern oder auch ein Medien-, E-Commerce- und Beteiligungskonzern. Und der profitiert natürlich davon, je mehr Menschen in Afrika und auch in Asien an der Digitalisierung teilnehmen und eben den Internet-Einzelhandel nutzen. Man muss auch dazu sagen, dass diese Aktie in so gut wie jedem ETF, also in Südafrika, ETF ist er natürlich mit 18% sehr, 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 sehr hoch gewichtet. Also wenn ihr einen Südafrika-ETF erwerbt, dann ist da fast nur diese Aktie drin. Aber auch in vielen sonstigen Emerging Markets ETFs ist die Aktie vertreten. Mit einem KGV von 10 tatsächlich relativ niedrig bewertet. Und was ich ganz schön finde, ist dieses sehr zyklische Wachstum hier mit aber starken Rückgängen. Also man muss hier auch schon einen Drawdown aushalten. Der maximale Drawdown hier für Naspers betrug 24,6%. Also das müsstet ihr schon aushalten. Ansonsten ist es aber ein sehr stabil wachsender und ein sehr großer Wert mit 42,28 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Dann haben wir die MTN Group, das ist im Prinzip ein Mobilfunkanbieter, der auch Kontakte in den Iran hält und da eben ein Joint Venture hat. Vielleicht im Moment nicht ganz so günstig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung die MTN Group vom Kurs her ein bisschen leidet. Grundsätzlich ist die Aktie weit, weit, weit von ihrem Kurs entfernt, wo sie mal 2015, 2016 war. Ist stark im Kurs gesunken, hat ungefähr 2/3 seines Wertes verloren, macht auch gerade keinen Gewinn. Ist ein Dividendentitel. Bei 280 Millionen Kunden ist das natürlich eine lächerliche kleine Bewertung.
aber eben, ja, wie wirtschaftlich das Unternehmen ist, ist auch im Moment nicht erkennbar. Dann haben wir hier Safaricom und die sind insofern spannend, die haben das mobile Bezahlen in Afrika eingeführt und sind hier das Vorreiterunternehmen, was den Payment-Sektor revolutioniert hat, und die profitieren natürlich schon davon, wenn Elektrizität und Internetzugang steigt und wächst. Die Analysten sehen hier tatsächlich auch ein sehr hohes Kursziel, 42% höher als der aktuelle Kurs, aber, und das muss auch gesagt sein, auch das niedrigste Kursziel liegt unter dem aktuellen Kurs noch 30% drunter. Das heißt, hier gibt es auch eine größere Downside. Wenn man sich den Kurs im Moment anschaut, sieht man, dass das Unternehmen grundsätzlich auf einem guten Pfad ist, jetzt hinter sich in 2024 eine schlechtere Phase hatte und gerade wieder im Aufwind ist. Das ist also spannend, wenn ihr daran glaubt, dass Mobile Payment weiter wachsen wird und über die Erwartungen hinaus wachsen wird. Ihr teilt damit die Meinung der Analysten. Wir hatten eben gesagt, 7 Analysten. Überwiegend ist die Einschätzung auf Kaufen. Shoprite Holdings ist ein Unternehmen, was als Einzelhandelskette in Afrika mit 3000 Filialen vor Ort aktiv ist. Auch die profitieren natürlich vom steigenden Bruttoinlandsprodukt, mit dem wir hier in das Video eingestiegen sind. Die Analysten sind hier vorsichtig optimistisch. Sie setzen die Aktie zwar auf Outperform, sagen, okay, zum höchsten Ziel können es 21 Prozent nach oben gehen, aber selbst zum niedrigsten Ziel, was aktuell für diese Aktie ausgegeben wird, geht es noch 7% nach oben. Also wenn ihr, sage ich mal, an das Thema Bruttoinlandsprodukt, Wachstum und Nachfrage hier glaubt, dann sagen die Analysten zumindest, dass die Aktie gerade nicht fair bewertet ist. Als nächstes habe ich ein Unternehmen dabei, was ihr noch ein bisschen beobachten müsst, und zwar M. Cooper. Die sind jetzt 4 Jahre in Folge unter den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Afrika ausgezeichnet worden. Leider ist das Unternehmen noch nicht an der Börse. Auch sie sind im Fintech-Bereich unterwegs, und zwar ermöglichen sie vielen Afrikanern den erstmaligen Zugang zum Internet und bieten ihnen bei der Gelegenheit natürlich auch gerade dann Modelle an zur Finanzierung oder eben auch um das Banking über ihre Fintech-App abzuwickeln. Insofern sammeln sie viele Kunden, aber das Unternehmen wächst eben Jahr für Jahr und vielleicht wird es hier mal einen Börsengang geben. Ein Unternehmen, wo nur noch 1/6 des Kurses übrig ist, was also ziemlich gelitten hat eigentlich seit dem Bestehen, seit mehreren Jahren, ist Kengen aus Kenia. Sie sind der Marktführer bei erneuerbaren Energien, besonders bei Geothermie und Wasserkraft, und profitieren oder würden davon profitieren, wenn die Kenia eine Führungsrolle beim Thema saubere Energie in Afrika einnehmen würde. Tatsächlich sieht man auch bei diesem totgerittenen Gaul so ein bisschen seit 2024 hier wieder eine Regung. Also hier hat es ungefähr eine Verdreifachung gegeben seit Mitte 2024, also ein rasantes Wachstum vorhanden. Wie gesagt, vor dem Hintergrund dieses rasanten Abstiegs über die letzten Jahrzehnte natürlich ein hohes Risiko, aber die Aktie könnte von dem Boom von erneuerbaren Energien profitieren. Ein anderes Unternehmen aus einem ähnlich benachbarten Bereich aus Südafrika, Renergen, spricht man sie wahrscheinlich aus, die sind spezialisiert auf Helium- und Flüssigerdgas, LNG, und haben eigentlich auch die größten Heliumreserven der Welt und sind auch einer der größten Produzenten weltweit. Sie haben eine relativ geringe Marktkapitalisierung. Man sieht aber auch, dass auch der Wert sich auf 1/4 seines Wertes seit 2022 reduziert hat, und dadurch ist eben zuletzt in den letzten Monaten so eine Verdopplung des Kurses von März bis Mai 25 möglich gewesen. Muss man schauen, ob sich dieser Trend fortsetzt. Auch hier ein extrem hohes Risiko im Investment. Da haben mir tatsächlich die Big Player schon besser gefallen. Zu guter Letzt haben wir mit Move ein echt spannendes Unternehmen. Auch hier bitte unbedingt den Markt beobachten, ob dieses Unternehmen handelbar wird. Die haben das folgende Konzept: Anstatt traditionellen Krediten verkaufen sie Autos mit einer Finanzierung, die sich davon abhängig macht, wie viel der Fahrer einnimmt. Also zum Beispiel verkaufen sie Autos an Lieferando-Flotten oder an ähnliche Unternehmen in Afrika, die halt ausliefern, und dann ist quasi, anstatt eine normale Kreditrate, eine feste Kreditrate zu vereinbaren, muss der Käufer einen Teil seines Gewinns, den er mit dem Auto erwirtschaftet, dann monatlich zurückzahlen. Und das ist natürlich ein Modell, was sehr cool ist, weil es ihnen ermöglicht, mit dem Kredit zu wachsen oder den Kredit mit laufendem Erfolg immer leichter und schneller abzubezahlen. Und das fördert natürlich das aufkommende Unternehmertum in Afrika, und deswegen finde ich das eine geniale Idee. Sie haben mittlerweile einen Wert von über 750 Millionen US-Dollar in der Bewertung erreicht und bieten jetzt aktuell schon Fahrzeugfinanzierungen für über 20.000 Lieferfahrer
an und das Modell wird eben nicht nur in Afrika ausgerollt, sondern weltweit und sie sind auch schon in verschiedenen anderen Ländern unterwegs. Ich glaube tatsächlich auch in Lateinamerika, im Mittleren Osten und in Asien. Also eine weltweite Expansion. Aktuell noch nicht an der Börse handelbar, könnte aber mal sehr vielversprechend werden. Halten wir also fest, in Fintech-Unternehmen wird viel investiert. Ich habe euch auch das eine oder andere vorgestellt. Das eine oder andere ist aber noch gar nicht an der Börse. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Nichtsdestotrotz wird es dann sehr spannend. Das Thema Bergbau spielt aus vielerlei Gründen eine Rolle. Da haben vor allem andere Nationen ein großes Interesse dran. Auch wir Deutschen in der EU, die Chinesen, die Golfstaaten, die Japaner und grundsätzlich kämpft Afrika natürlich damit, dass viele Länder dort eben ihre Interessen durchsetzen wollen. Aber was auch wichtig ist, und das ist vor allem, wenn man sich Befragungen aus Afrika anguckt, bei der jungen Bevölkerung ganz, ganz wichtig, das Thema erneuerbare Energien, nachhaltige Energien ist wichtig und da wollen selbst die Afrikaner vor allem am meisten investieren. Deswegen sind zum Beispiel auch so Unternehmen wie Vestas Wind, Enel Green dort aktiv in Afrika und treiben den Ausbau voran. Also selbst die Unternehmen, die man typischerweise mit erneuerbaren Energien in Verbindung bringt, sind hier auch wieder aktiv. Und ganz wichtig, die Afrikaner wollen das aufgrund des Klimawandels, sie treiben das Thema voran und investieren selbst auch, die investieren können, in diese Technologien. Wir werden uns am Mittwoch nochmal ganz stark mit dem Thema Afrika beschäftigen. Dann suchen wir nämlich den besten ETF, mit dem ihr Afrika abbilden könnt. Also ist es vielleicht ein Emerging Markets ETF? Ist es direkt ein Investment in Südafrika? Alles möglich. Wir schauen uns die ETFs an, gucken, welche am besten gelaufen sind und schauen uns natürlich auch die Prognosen an. Wir sehen uns Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.